Hallo zusammen, Kai Matthias hier von der Industrie Arena für Voice of CNC. Wir berichten von der AMB und sind auf dem Stand vom VDW, vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinen, welcher die Werkzeugmaschinenindustrie in Deutschland vertritt und unter anderem die Weltleitmesse EMO organisiert. Neben mir sitzt Martin Göbel, der Leiter der Messeabteilung für die EMO. Und Martin, ich würde direkt mal die Frage an dich richten. Wie ist dein Eindruck von den letzten Tagen hier auf der AMB? Ja, erstmal hallo. Auch vielen Dank erstmal, dass ihr zu unserem Stand gekommen seid. Mein Eindruck ist sehr positiv. Ich glaube, die Messe ist sehr, sehr gut besucht. Es spiegelt wieder, wenn wir hier sagen, AMB im Herzen des Marktes. Ja, hier in Baden-Württemberg sind natürlich alle großen Firmen ansässig und das spiegelt sich natürlich 1:1 wieder. Ich finde, die Messe ist sehr, sehr gut besucht, trotz der Rahmenbedingungen, die wir ja leider im Moment vorliegen haben. Aber ich glaube, der Mittelstand, die KMUs, die machen das Beste draus. Viele Besucher, ich glaube, viele interessante Gespräche. Und ja, ob sich das hinterher in einen Abschluss abmünzt, das wird man dann in Folge sehen. Ja, und mit diesem kleinen Eindruck, den du schon die letzten Tage gewinnen konntest, was würdest du sagen, zeichnet sich hier als kleinen Ausblick schon für die EMO im September 2025 ab? Wir sind mit einem kleinen Team unterwegs. Die Messeabteilung im VDW sind roundabout 6, 7 Leute und wir führen natürlich viele Gespräche. Die freuen sich natürlich auch schon auf die EMO Hannover 2025, weil wir feiern da natürlich auch 50 Jahre EMO. Also wir sind ja seit 1975 am Start. Ja. Das sieht alles sehr gut aus. Viele Firmen vergrößern, einige verkleinern, weil wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind im Moment so, wie sie sind. Die können wir ja nicht beeinflussen. Wir müssen das Beste draus machen. Wir wollen mit tollen Themen wieder punkten. Wir stellen das Thema Automation nach vorne. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit natürlich präsentieren. Wir gehen auf das Thema KI ein, Digitalisierung, auch für uns wichtige Themen. Wir werden das Ganze natürlich begleiten. Wir wollen den Spannungsbogen jetzt schon hochfahren. Wir werden auch mit Hilfe von euch, mit Social Media, wollen wir den Prozess der EMO, wie wächst eigentlich so von der Veranstaltung, was steckt da eigentlich für eine Organisation dahinter, das wollen wir ein bisschen dokumentieren und auch den Besuchern und Ausstellern da draußen ein bisschen näher bringen, ja, was wir eigentlich so in unserem täglichen Doing so machen. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem, ich habe jetzt gerade gehört, große Jubiläums-EMO, also sehr, sehr schön. Und für alle, die vielleicht eine EMO noch nicht so hautnah miterlebt haben oder vielleicht noch nicht da waren, nur um mal vielleicht ein Gefühl für die Rahmengröße zu bekommen. Was waren denn so die Zahlen der EMO 23? Wie viele Quadratmeter waren da? Wie viele Aussteller waren da? Also die EMO findet ja unter dem Namen Innovate Manufacturing statt. Es ist die Weltleitmesse der Produktionstechnik. Wir durften 2023 roundabout 1800 Firmenaussteller begrüßen auf einer Fläche von 235.000 Bruttoquadratmetern. Das sind immerhin 15 Messehallen, die wir da belegen. Also schon ein ziemlich großes Rad. Roundabout über 92.000 Besucher waren da. Logistisch eine absolute Herausforderung, weil wir fertigen da so roundabout für einen Aufbau so zwischen 10.000 und 12.000 LKWs ab. Da kann man sich schon vorstellen, was dahinter steckt. Wir haben bis zu 300 Gabelstapler am Gelände. Ich glaube, es waren irgendwas zwischen 80 und 100 Kräne. Die Maschinen müssen positioniert werden. Da ist schon viel Logistik, viel Know-how hinterher. Wir haben ein Rahmenprogramm, wir haben eine Eröffnungsveranstaltung. Bemühen uns immer mit Politik natürlich das Ganze zu versehen. Wir haben Gäste aus der Wirtschaft, die eine Öffnungsrede halten. Letztes Mal war es der Leiter der Sparte VW Nutzfahrzeuge. Da freuen wir uns immer, wenn die uns auch unterstützen und supporten, dass wir hoffentlich dann auch dem Rahmen entsprechend eine EMO eröffnen können. Ja, wirklich spannende Themen, die wirklich bei der EMO Einzug erhalten und vor allem beeindruckende Zahlen, wenn man das mal so hört, dass man sich darüber mal einen Begriff macht. Und wenn wir jetzt mal über die Anmeldephase jetzt für die kommende EMO sprechen wollen, gibt es denn sowas wie eine kleine Early Bird Phase, wo die Aussteller sich schon anmelden können? Also ich sag's mal ganz salopp, das Tor ist offen. Also seit dem 1.8. können die Aussteller bei uns anmelden. Der Frühbucherrabatt geht bis zum 15. Oktober. Dann ist der reguläre Standpreis. Wir haben einen Anmeldeschluss, der am 1. Dezember ist. Aber dann kann man immer noch selbstverständlich anmelden. Nur wir brauchen irgendwann ja mal eine Deadline, wo wir alles zusammenziehen, schauen, wie viele Anmeldungen haben wir, welche Hallen belegen wir. Dann sortieren wir uns und dann wollen wir Ende Januar mit der Aufplanung
starten, was ja auch immer sehr interessant ist für die Aussteller, mit denen wir dann in Kontakt treten und sagen, hey, guck mal, das wäre deine mögliche Standpositionierung. Und das ist eigentlich immer eine der schönsten Tätigkeiten, zusammen mit den Firmen Lösungen zu finden, wo sie sich in welchem Segment dann jeweils präsentieren. Ja, also vor allem haben wir gehört, dass viele Innovationsthemen ja bei der EMO Einzug gehalten werden. Aber wenn wir nochmal auf die Planung so ein bisschen eingehen, beeinflusst denn das ganze Thema Digitalisierung und Organisation, wir haben es gerade mal ganz kurz angeschnitten, aber auch da die Durchführung der EMO? Also auch wir als Messeveranstalter nutzen natürlich die Tools der Digitalisierung. Also früher war es so, dass die Firmen ein PDF ausgefüllt haben uns die Unterlagen zugefaxt, zugemailt. Das geht jetzt alles digital. Ja, das wird direkt in unsere Systeme eingeführt. Wir ziehen uns dann Listen, überführen das in unsere Datenbanken. Wir prüfen natürlich jede Anmeldung, weil wenn wir Rückfragen haben oder ich sage mal, die EMO hat so ihre besonderen Gesetze. Bei uns muss das Mutterhaus anmelden. Also eine deutsche Vertretung darf gar nicht alleine anmelden. Da muss das Mutterhaus, wenn es zum Beispiel aus Japan kommt, anmelden. Das spielen wir dann zurück und dann überfüllen wir das. Und natürlich werden auch wir den Anmeldeprozess und auch das Hochfahren der EMO immer digital begleiten. Ja, das ist für uns selbstverständlich. Wir werden auch dementsprechend wieder, sage ich mal, Tools im Werbemittelpaket anbieten, dass man zum Beispiel eine Standführung machen kann digital. Wir werden diesmal einen digitalen Guide haben, eine digitalen Guided Tours. Das sind so Ideen, weil der Besucher kommt natürlich, der ist durchgetaktet, der will schnelle Informationen haben und wir müssen einfach gucken, wie wir das noch besser unterstützen können, damit auch der Besucher möglichst viel Input, möglichst viel Infos mitnehmen kann. Aber natürlich soll er die meiste Zeit natürlich bei unseren Ausstellern verbringen. Ja, da gehen wir einen Step zurück. Während der EMO steht natürlich der Aussteller im Vordergrund. Also ich finde es Wahnsinn, mal zu hören, was alles zu so einer Organisation dazugehört, wenn man mal vielleicht so einen kleinen Blick hinter die Kulissen wirft, was das alles für ein organisatorischer Aufwand ist und was ihr für eine Arbeit betreibt, damit am Ende so eine Messe reibungslos abläuft. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch für Voice of CNC und die Industrie Arena mal ein spannendes Thema, um das mal in einem kleinen Podcast zu beleuchten. Also da würden wir auf jeden Fall gerne nochmal drauf eingehen. Das wäre doch super schön. Und vielleicht als kleine abschließende Frage, wenn ich jetzt merke, wie viel Planungsbedarf das eigentlich ist, wie sieht es denn mit dem Messeteam aus? Ist das denn groß genug? Kriegt ihr das hin oder könnt ihr noch ein paar gebrauchen? Also das ist in der Tat eine Sache, da bin ich natürlich mega stolz. Wir veranstalten ja nicht nur die EMO, wir veranstalten auch die Grinding Hub. Und wir sind in der EMO und fahren die Grinding Hub schon hoch. Das heißt, wir fahren parallel. Aber wir sind in der Tat ein Messeteam von 6 Mann. Und wir machen alles selbst. Wir entwickeln die Anmeldeunterlagen, wir entwickeln die Werbemittelpakete. Wir haben die Idee, natürlich setzen wir das mit Partnern um, die haben wir. Aber die Idee muss ja von uns kommen. Ja, wir haben eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die uns unterstützen. So. Und die ganze Aufplanung, das machen wir bei uns, also rein jetzt ohne Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Aufplanung mit 6, 7 Mann. Und das finde ich, da muss ich wirklich sagen, das geht nur, wenn du ein tolles Team im Rücken hast. Das ist absolut wichtig, auch eine Mannschaft, auf die du dich verlassen kannst. Das kann ich zum Glück, da bin ich wirklich happy. Aber natürlich, wir suchen immer. Ja, wir suchen auch viele studentische Hilfskräfte, die mal reinstuppern wollen. Ist zum Beispiel das Messewesen für mich mal das Richtige? Im Moment weiß ich, dass wir bei uns in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stellen haben, die uns natürlich begleiten, weil die unterstützen unsere Ideen. Wenn wir sagen, okay, wir machen einen Sonderstand zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, muss ich das ja pressemäßig begleiten. Also tue Gutes und erzähle davon. Und dafür haben wir unsere Presseabteilung. Sehr, sehr schön. Also, ihr habt es gehört, die Tore sind offen, wir steuern auf die EMO 25 zu und ich kann nur Danke sagen für diesen kurzen Einblick, für diesen Espresso-Talk mit Martin Göbel und wir freuen uns auf jeden Fall auf die EMO. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke für euer Kommen.